Ja, das ist nochmal eine Begrüßung da draußen. Ja, das Nebelreisen geht noch munter weiter, aber es ist eigentlich schon richtig schön warm geworden. Da war unser Lagerplatz, mein Lagerplatz. So. Und jetzt geht es weiter zur Schleuse. Ja, gar nicht jetzt sich hinzusetzen. So, jetzt liege ich hier vor der Schleuse Erlappbrunn. Die Sportschleuse ist gesperrt, das heißt, sie ist kaputt. Aber in 20 Minuten kommt ein großer runter. Und bevor ich mich da jetzt da rumquäle über die Treppen, mache ich erstmal gemütlich Brotzeit. So, das rührt sich was, gerade eben ist die Schleuse aufgegangen. Der Frachter kann nicht mehr weit sein. Da kommt jetzt gleich der Große. Oh. Drin in der Schleuse mit der Julia. Hat richtig gut geklappt. Die Abwärtsfahrt hat begonnen. Und die Julia setzt sich jetzt in Bewegung und fährt langsam raus. Und sagen, jetzt sind wir ganz knapp dahinter und machen ein bisschen Druck. So was geht, so was läuft, so was kesselt. Draußen aus der Schleuse und weiter geht's zur nächsten Schleuse. Hier habe ich endlich mal schöne Brombeeren, noch nicht vertrocknet. Dann haben wir den ersten Bergauffahrer des Tages. Die Springer. Ja, und da hast du schöne Brombeeren gehabt, aber ist mit dem Boot da auch nicht besonders gut. Man kommt auch einfach nicht gescheit hin. Da müssen wir jetzt so in die Brombeeren reinfahren, das traue ich mir dann mit dem Luftboot dann doch nicht. Und irgendwann die Polizei passiert. Also die Polizei, nicht die Strompolizei, das ist scheinbar ein Unterschied. Und auch in der Früh, weil kein Blei sein soll, hat sich die Strompolizei für mich überhaupt nicht interessiert beim Campen. Sieht nicht so aus, wie als hätte die irgendwas mit Sicht auf dem Main, aber jetzt hätte ich Bock auf einen Cappuccino. Schauen wir mal, ob es da einen gibt. Da habe ich vielleicht Glück in der linken Ortschaft. Aber vielleicht ist es noch zu früh, aber das gehen wir mal probieren.
Zumindest innen drin brennt ein Licht. Das Teil noch geschlossen, aber hier ist ein schöner Wegweiser. Der gefällt mir. Kaffee. Auf geht's zum nächsten Stauwehr. Das geht doppelt so gut jetzt, wo ich Cappuccino gedopt bin. Natürlich mit einer großen Tasse. Oh, da machen wir so eine ewig lange Kurve, der Main. So, da kommt die nächste Schleuse in Sicht. Bin mal gespannt, ob da die Sportbootschleuse funktioniert. Und so allmählich werden jetzt schon die Abschnitte, wo die Strömung zum Erliegen kommt, immer länger. Ich bin ja bei der Schleuse Himmelstadt. Auch da, wie ich gerade vorher schon gesagt habe, geht die Sportbootschleuse nicht. Aber ich habe angerufen, kommt eine Bergauffahrt und dann kommt eigentlich gleich von oben wieder eine runter. Und da kann ich dann wieder mitgeschleust werden. Und es reicht, wollte ich schon mal sagen, es reicht hier nicht, wenn man eine Telefonnummer hat. Hier gibt es keine Zentrale, die einfach für den ganzen Main verantwortlich ist. Da hat es immer wieder andere Verantwortliche. Und man muss also sich eigentlich bei jeder Schleuse mal im Internet gucken und schauen, wer dafür verantwortlich ist. Aber die sind alle da wirklich ganz nett. Da wird man nicht aufgefressen, wenn man anruft. So, da kommt mein bester Freund, der Bergabfahrer. Da muss er nur noch eine Raufschleusung und dann kann ich mich hinten dran hängen. So. Ab ins Boot. So. Der Bergauffahrer verlässt gerade die Schleuse. Hervorragend. Dann kann ich dann gleich mit meinem besten Freund da oben gleich durchzischen. Ja, der Roland Freund hat ihm so ein Schiff benannt. Tatsächlich 3 Schiffe drin. Das nächste drin? Nee, nur 2. Da haben wir schon 3 gesagt. Naja, macht nichts. Ich meine, vergessen, das ist der zweite Bergauffahrer. Und mein Bergabfahrer wartet scheinbar, bis die ganzen Schiffe hier den Schleusenbereich verlassen haben. Okay, es waren doch 3 Schiffe drin. Den kleinen habe ich natürlich nicht gesehen. Meine beste Freundin heißt eindeutig Christina M. Hier ist richtig speedig, fährt richtig schnell rein. Hoffentlich kann sie rechtzeitig bremsen. Das ist irgendwie mal ein tolles Gefühl, so in einer großen Schleuse drin zu stecken. Auch wenn ich mir mit einem großen Port teilen muss.
Aber fast schon. Das ist immer ein tolles Gefühl. So, jetzt geht's abwärts. Mir kommt so vor, die Christine hat den Vergleich zum anderen Schiff gar nicht festgemacht. Und steht sie auch ganz schön schief drin. Okay, ich habe mich getäuscht. Da vorne ist die Christina festgemacht. Ah ja. Nur am A-Bein könnte ich ewig zuschauen. Alles offen. Jetzt geht es dann gleich los. Fast draußen. Jetzt kann ich ja gleich starten, ich kann es gar nicht erwarten. Das ist natürlich ein Exemplar eines Motorbootposers. Der fährt ja gerne rauf und runter. Der Stand-Up-Paddler, der seelenruhig mitten in der Fahrrinne sein Nickerchen hält. Na okay, er hat sich gerade noch bewegt, aber gleich schläft er ein. Das ist Zementwerk Hallstatt. Ein Boot mit Gartenzwerg. Karlsburg, das ist schnell gemacht, halber Kilometer, zack oben. Okay, heute haben wir jetzt zack oben, da war ganz schnell rauf getischt. Heute getischt alles. Auf jeden Fall wird der Weg mit meinen Schuhen jetzt ein schöner Fußschmeichler. Oh, aber hier ist ein richtig schönen Weg auf einmal. Auch nur kurzfristig. Aber ich bin mit den Kajakschuhen noch schlimmere Wege gelaufen. Läuft ja richtig gut. Also die Ruine ist dann doch zu weit weg. Aber natürlich die eine ist gleich ums Eck. Und immer einen Dietrich dabei haben, echt wahr.
Naja, hätte er nicht rentiert, geht nicht weit. Hier hinten scheint es der Eingang zur Burg zu sein. Oh. Hey. Hier ist bloß ein Restturm zu sehen. Schauen wir mal, ja. Kommen wir auch nicht rein. Jetzt schauen wir mal darüber. Da haben wir auf jeden Fall eine schöne Aussicht. Okay. Der Burgbrunn geht da runter so. Schätze mal 10 Meter. Und jetzt gehen wir also mal gucken von hier oben die Aussicht. Von hier aus ein Blick über das Maintal. Und das ist von ganz links außen. So, wieder zurück und ich habe festgestellt, von oben der Weg bis zur nächsten Schleuse ist noch eine Zeit lang.
Busch. Da gibt es keine Wettfahrt zwischen zwei Giganten. Ja, eigentlich muss ich jetzt unten hinterherpeilen und gucken, ob der hintere, der ist kleiner, aber vielleicht den großen überholt. Jawohl, der nächste Bär und wie es ausschaut, funktioniert nach langer Zeit. Kommt nach 3 Schleusen die Sportbootschleuse wieder. Ah Wahnsinn, ah Wahnsinn. Oh, ich habe richtig Glück. Ich kann faul sitzen bleiben. Ich muss nicht aussteigen. Ich werde geschleust. Oh, das ist wieder einer der etwas tieferen Schleusenkammern. Scheint tatsächlich so ein Fischen zu sein, mit Reusen irgendwie. Das ist ja hier wie ein Platz wie für mich geschaffen. Einfach traumhaft.